Wenn ihr nach Paraguay einwandern wollt oder für euren Plan B vorsorgen wollt, dann benötigt ihr eine Aufenthaltserlaubnis. Dieser Prozess der Aufenthaltserlaubnis ist sehr zeitaufwendig. Ihr müsst viele Stationen ablaufen, also das heißt viele Behördengänge, und ihr müsst sehr gutes Spanisch können. Wenn ihr euch den ganzen Stress sparen wollt, dann sucht ihr euch am besten einen Einwanderungshelfer. Wir besuchen heute die Bettina, bei der wir letztes Jahr selber unsere Aufenthaltserlaubnis gemacht haben. Wir waren sehr zufrieden. Wir werden Sie heute auf Ihrem Tag begleiten und ihr einige Fragen stellen. Wir werden einige Mythen lösen und viel Wissen für euch sammeln. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal rein. Los geht's. Hallo zusammen, wir haben uns heute getroffen mit Bettina, unserer Einwanderungshelferin. Wir haben bereits letztes Jahr bei ihr unsere Cedula gemacht, beziehungsweise unsere Aufenthaltserlaubnis, und wollten einfach heute noch mal ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Bettina, erzähl doch einmal mal ein bisschen was über dich. Okay, dann legen wir los. Also das fängt damit an, dass ich schon seit 35 Jahren in Paraguay bin. Das ist damals gekommen, gar nicht eben wegen Auswandern, das war gar nicht bei mir das Thema, sondern ich bin durch meinen damaligen Job das erste Mal hierher gekommen und dann der Liebe wegen hängen geblieben, wie das ja öfters mal passiert. Ja, und irgendwann kam halt auch mal die Idee, irgendwas muss man hier tun, und ein Bekannter von meinem damaligen Mann, der hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, weil ich ihm damals geholfen hatte bei der Beantragung seiner Dokumente, dass das doch eine gute Sache wäre. Das könnte man doch auch einfach mal beruflich professionell machen. Und ja, okay, das können wir eigentlich probieren, und das ist jetzt auch schon 24 Jahre her. Also ich mache jetzt den Job schon seit 24 Jahren. Von daher habe ich schon einiges erlebt, viele Sachen schon durchgebracht, logischerweise, und natürlich sehr viel Erfahrung damit auch inzwischen. So ist das alles hier gekommen, so bin ich zu diesem Beruf gekommen, den ich heute mache. Ja, und macht Spaß. Das heißt, du bist wahrscheinlich die erfahrenste von allen? Kann man das so sagen? Weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie lange andere das schon machen. Aber ich denke, ich bin eine, die am längsten schon bei dieser ganzen Sache dabei ist. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es vor 24 Jahren noch mal ganz anders aussah. Ja, natürlich, natürlich. Also schon mal vor 35 Jahren war jetzt Auswandern in dem Sinne eine ganz andere Geschichte als heute. Das war wirklich Auswandern, weil man war weg. Ja. Es gab ja kein Internet, es gab auch nicht unbedingt Telefonverbindung, es gab keine Handys, also wenn, konnte man sowieso nur über Festnetz kommunizieren, was nicht immer funktioniert hatte, und von daher war das wirklich so, dass man weg war. Und man, bevor man hierher kam, auch nicht wusste, wo man hinkommt, weil es gab nichts, es gab keine Infos, es gab keine Bücher, es gab keine Karten, es gab nichts. Also das Einzige, was ich damals wusste, bevor ich das erste Mal hierher kam, ist, dass Paraguay in Südamerika ist und dass Asunción die Hauptstadt ist. Das war's. Also ich wusste sonst nicht, wie es hier aussieht, was es gibt, was es nicht gibt. Und ja, das war mehr oder weniger so ein Sprung ins Wasser. Heute ist Auswandern wie Umziehen ein bisschen weiter weg, weil man hat alles, man ist ja total verbunden eben heute durch Internet. Man kann sich vorher alles angucken, man hat alle Infos. Also wenn man will, kann man vorher eigentlich schon so viel Infos bekommen und Wissen haben, dass man nicht mehr so wie damals vielleicht Fehler machen kann. Oder gut, es kann immer noch passieren, aber es ist nicht mehr so einfach, sagen wir mal so. Weil eben durch die Ära jetzt Internet alles viel einfacher zugänglich ist. Aber auch sehr viel fehlerbehafteter, nicht wahr? Das ist halt auch der Nachteil wieder ein bisschen am Internet, dass halt jeder wirklich da schreiben kann, was immer er will. Es wird nicht überprüft, ob er das Wissen überhaupt dafür hat, sondern er schreibt einfach mal. Und dann wird das eben im Internet aber immer so dargestellt, ja, das stimmt, weil es steht ja im Internet. Niemand hat vorher recherchiert, sondern jeder schreibt, was er will oder was er denkt oder was er gehört hat oder was auch immer. Und das ist nicht immer die Wahrheit, leider. Da gibt es zu vielen Missverständnissen dann eben auch. Und was auch die Leute dann verunsichert und nicht genau wissen, was stimmt jetzt, was stimmt nicht oder so. Ja, da gehen wir nachher auf jeden Fall auch noch auf ein paar Mythen ein. Kannst du uns erklären, was man jetzt genau braucht für die Einwanderung in Paraguay?
Als erstes, du meinst jetzt, was Dokumente betrifft oder so? Für die Cedula. Für die Aufenthaltsgenehmigung. Für die Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ganz wichtig, immer diese beiden Dokumente zu unterscheiden. Einmal eben die Aufenthaltsgenehmigung, was das wichtigere Dokument ist, weil das ist das Dokument, mit dem man eben dann hier leben oder die Erlaubnis hat, hier zu leben, zu arbeiten, solange man will. Und erst wenn man diese hat, kann man überhaupt eine Cedula bekommen, weil die ist die Voraussetzung dafür. Und die Aufenthaltsgenehmigung ist auch das internationale Dokument, mit dem man eben auf der ganzen Welt beweisen kann, okay, man lebt und arbeitet hier und kann also auch jederzeit hierher kommen, weil das eben der Lebensmittelpunkt ist dann. Cedula ist wie ein paraguayischer Personalausweis. Also die Cedula ist eigentlich nur wichtig innerhalb Paraguays. Da ist sie natürlich wichtig für alles, was man machen will, wie Bankkonten, Führerscheine und so weiter. Aber international hat die Cedula, wie der deutsche Personalausweis auch, keine Bedeutung. Das ist eben die Aufenthaltsgenehmigung. Um jetzt also die Aufenthaltsgenehmigung und Cedula bekommen zu können, muss man erstmal mitbringen einen gültigen Reisepass. Klar, den hat man normalerweise dabei, sonst wäre man nicht hier. Dann eben eine apostillierte Geburtsurkunde, immer aus dem Land, aus dem man eben kommt. Und die Apostille muss auch immer in dem Land gemacht werden, aus dem das Dokument stammt. Dann eben ein Führungszeugnis oder Strafregisterauszug oder FBI-Report oder wie auch immer sie in den verschiedenen Ländern das genannt wird. Strafregisterauszug, der je nachdem, es kommt darauf an, aus welchem Land es stammt, zwischen 3 oder 6 Monate Gültigkeit hat. Das muss man dann immer individuell sehen, was da der Fall ist und eben auch mit Apostille. Dann kommt es darauf an, ist man verheiratet, geschieden oder verwitwet, was ja auch vorkommen kann, eben das entsprechende Dokument mit Apostille. Bei Frauen ist es oft so, dass die eben mehr Dokumente bringen müssen, weil die oft ihren Nachnamen ändern bei einer Heirat und dadurch dann eben dies immer erklären müssen. Also man muss immer dran denken, man muss alles, was in den Dokumenten steht, erklären mit einem Dokument wieder. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch mehr als 2 Jahre in einem anderen Land wohnt als dem Ursprungsland, aus dem man kommt, kann man auch ein Führungszeugnis aus diesem Land bringen, muss aber dann den Nachweis führen, dass man eben schon so lange auch in diesem Land gewohnt hat. Das kann man mit einer Meldebescheinigung mit Apostille oder einer Aufenthaltsgenehmigung oder ja, einem entsprechenden Dokument, was das beweist eben. Das sind mehr oder weniger die Dokumente grundsätzlich, die man bringen muss. Dann kommt es eben noch darauf an, wenn jetzt zum Beispiel nur ein Elternpart mit minderjährigen Kindern kommt, dann muss man für eben diese Beantragung machen zu können für das minderjährige Kind von dem zurückgebliebenen Elternpart entweder eine Vollmacht mitbringen, dass man eben mit dem Kind hierher reisen und die Aufenthaltsgenehmigung beantragen darf, oder man hat das alleinige Sorgerecht. Dann muss man eben das mitbringen, dann geht das auch. Okay, das ist also wahrscheinlich der größte Aufwand, den man dann selber betreiben muss. Ja, nicht nur in Deutschland, überall. In Deutschland ist es im Moment schwierig, weil es dauert alles sehr lange. Also ja, Wahnsinn. Also die Leute, ich habe ganz viele Kunden, die jetzt ihren Flug schon gebucht hatten und hier sind, aber die Dokumente nicht fertig wurden, also die dann nochmal kommen müssen. Manchmal ist es das Führungszeugnis, an dem es hängt, bei vielen ist es aber auch ihre Geburtsurkunde, warum auch immer die dann 12 Wochen dauert, keine Ahnung. Wahrscheinlich aus Berlin, das haben wir nämlich auch schon Ja, ich weiß es nicht, wie gesagt, das sagen mir die Leute ja nicht immer, aber wie gesagt, das ist dann, ja, im Moment ist das wirklich das Problem, der Zeitaufwand, deswegen sollte man relativ früh damit beginnen, weil das deutsche Führungszeugnis zum Beispiel ist ja 6 Monate gültig, also hat man ja doch eine gewisse Zeitspanne, die man da benutzen kann, und man sollte es eben nicht zu spät machen, vor allem wenn man schon einen Flug gebucht hatte oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, 6 Monate hat man ungefähr Zeit, kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Weil, wie gesagt, das Führungszeugnis muss halt nur bei Abgabe hier noch gültig sein. Ja. Also von daher. Also 6 Monate Führungszeugnis und 6 Monate ist die Geburtsurkunde. Na, die Geburtsurkunde und alle anderen Personenstandsurkunden, wie man die nennt, die sind unbegrenzt gültig. Also die haben kein Verfallsdatum. Es ist nur das Führungszeugnis. Von daher muss man sich nur darauf konzentrieren, dass das eben gültig ist, sobald man hier ankommt. Okay. So, sagen wir mal, ich habe jetzt alle Dokumente zusammengefasst und bin mit dir in Kontakt getreten, habe meinen Flug gebucht. Und wie läuft es dann
Ja, wie gesagt, wir sind ja normalerweise schon vorab in Austausch per Mail, weil was ich eben immer auch von meinen Kunden verlange, ist, dass sie mir vorher Kopien der Dokumente schicken, damit ich überprüfen kann. Es ist alles in Ordnung, es stimmt alles, es fehlt nichts oder es ist ein Fehler drin oder was auch immer, was passiert nämlich, damit eben die Leute dann auch wirklich sicher sind, wenn sie kommen, dass alles passt und sie nicht umsonst hierher kommen. Und sobald eben alles abgecheckt ist und okay ist, gebe ich das okay und dann machen wir meistens auch schon einen Termin aus, um uns dann hier zu treffen bei mir im Büro, um die ganzen notwendigen Schritte, die wir dann machen müssen. Wobei ich alles vorbereite und das dann eben alles innerhalb von einem Tag machbar ist. Okay. Und wie lange dauert es dann, bis ich meine Aufenthaltserlaubnis habe, nachdem ich mich hier mit dir... Das kommt eben drauf an, weil das hängt oft von der jeweiligen Direktion der Einwanderungsbehörde ab. Deswegen kann ich eigentlich nur den Stand heute sagen, was aber morgen schon wieder ein anderes Thema sein kann. Normalerweise dauert es jetzt, also bis man die Aufenthaltsgenehmigung hat, ungefähr 3,5 Monate. Und danach kommt ja noch das Thema Cedula und die Cedula-Ausstellung dauert normalerweise, im Moment muss ich immer dazu sagen, so 3-4 Wochen. Wie gesagt, das kann sich alles immer ändern, weil das hängt immer von den jeweiligen wichtigen Stellen sitzenden Direktoren ab, die das bestimmen. Weil es ist nämlich so, dass im Einwanderungsgesetz gibt es keine Fristen, festgelegten Fristen, bis wann eine Aufenthaltsgenehmigung auszustellen ist. Das kann der Direktor entscheiden und der kann sagen, okay, in einer Woche. Er kann aber auch sagen, in einem Jahr. Und man kann nichts dagegen tun, weil das ist wirklich Auslegungssache. Das bestimmt der jeweilige, der da den Vorsitz hat der Behörde. Das Gleiche gilt für die Cedula. Da gibt es auch keine Bestimmungen, wie schnell die fertig sein muss. Das gibt es nicht. Also von daher ist man da mehr abhängig von den jeweiligen Behörden. Und Kommen eigentlich jedes Jahr mehr Leute nach Paraguay? das ist eine gute Frage, weil vor Corona war es eigentlich immer stetig so die gleiche, mehr oder weniger Anzahl an Leuten, die kamen, weil Paraguay ist eigentlich schon ein traditionelles Einwanderungsland auch. Wie gesagt, das gibt es schon lange, die Einwanderung nach Paraguay. Dann während der Corona-Zeit gab es natürlich einen Hype hier, also da war wirklich so viel wie noch nie vorher und ist man auch an die Grenzen gekommen von dem, was man leisten kann. Danach, wo Corona also wieder so abgeflacht ist, ist es auch wieder abgeflacht und war wieder in normaler Ebene. Und jetzt so seit 1,5 Jahren merkt man wieder den Anstieg und immer, also steigend. Also nicht jetzt dann irgendwo linear wieder, sondern immer noch steigend. Ja. Und das Interessante ist, dass es eben jetzt nicht nur Deutschsprachige sind, was früher eben der größere Teil war, sondern das wirklich komplett Europa. Also ganz viele Leute aus Italien, Frankreich, Holländer kommen sehr viele im Moment, Tschechien, Slowaken, also ja, komplett. Wie gesagt, die einzigen, die nicht so kommen, sind Dänen und Finnen, aber denen geht es scheinbar zu gut, keine Ahnung. Immer noch. Ja, die fühlen sich immer noch glücklich, sind ja auch das glücklichste Land, oder? Ja, die eine Krise jagt die andere und das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Nee, also so wie es momentan aussieht, leider, wird das, glaube ich, nicht aufhören. Ja, wir waren auch überrascht, als ich auf YouTube gesehen habe, dass ein australischer YouTuber über Paraguay berichtet hat. Ja. Und er von Australien ausgewandert ist und er gesagt hat, Leute, Paraguay, Einwanderung ist sehr einfach und Australien ist ein schwieriges Thema. Das fand ich dann schon sehr beeindruckend, dass Paraguay jetzt auf diese globale Auswanderung Ja, nee, das ist auch wirklich wahr. Es kommen also auch ganz viel aus Kanada zum Beispiel, genau, auch. Kanada, ja. Und wie gesagt, Australien hatte ich auch schon viele Leute inzwischen, was vorher gar kein Thema war. Und wirklich, es kommt überall her, wirklich. Durch den Ukraine-Russland-Krieg kamen dann auch mehr Russen und Ukrainer? Ja, Ukrainer nicht, aber Russen, ja. Russen, ja. Wahrscheinlich ist es für Ukrainer schwieriger, auch wegen den Dokumenten, weil es ist ja ein bisschen schwierig auch in dieser Situation, das zu machen oder so, denke ich mal. Aha, okay, interessant. Und wie gesagt, die meisten, die in Paraguay einwandern, was immer erstaunt, wenn ich das erzähle, sind Leute aus Brasilien und Argentinien. Das sind die am höchsten vertreten sind bei den Einwanderungen, wobei Brasilien weit vorne liegt. Und dann kommt Argentinien und dann kommen schon die Deutschen, aber mit einer sehr geringeren Anzahl. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich tatsächlich Nummer 1 sind die Deutschen und dann kommen irgendwann die Brasilianer, aber es ist tatsächlich noch... Deswegen immer erstaunt, wenn ich das erzähle, weil man die gar nicht so auf dem Schirm hat, dass die eigentlich auch hier einwandern. Ja.
Okay. Und wenn ich jetzt die Aufenthaltserlaubnis habe, die sind ja unterteilt, oder? Also es ist ja quasi ein Prozess, den man läuft. Es gibt ja die temporäre Genau. und dann gibt es die permanente und irgendwann hat man dann auch die Möglichkeit auf den Reisepass, oder? Ja, das ist jetzt, das ist aber jetzt ein langer Schritt, ja. Okay, seit Oktober 2022 hat sich das Einwanderungsgesetz hier geändert und das besagt jetzt seitdem, dass man zuerst eben nur eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung beantragen kann, die für 2 Jahre gültig ist und erst danach eben nach den 2 Jahren dann die Daueraufenthaltsgenehmigung. Okay, also temporäre geht 2 Jahre lang. Genau. Man muss mindestens einen Tag im Jahr da Nicht sein. ein Tag. Man muss nach 365 Tagen spätestens hier Spätestens sein. hier sein, ja. Ja, Punkt. Punkt. Okay. Und wenn ich es dann geschafft habe, meine temporäre nach 2 Jahren umzuwandeln in die dauerhafte, dann muss ich wie oft Dann muss man anwesend sein? mindestens alle 3 Jahre Alle hier 3 sein. Jahre. Okay. Das ist eben auch ein Gesetz, aber das gab es auch schon immer. Nur das wurde früher auch nie geprüft. Okay. Jetzt aber schon. Das ist eben genau das gleiche Thema, was dann die Leute immer so kalt erwischt. Und das Thema ist die Daueraufenthaltsgenehmigung, die man dann eben beantragt nach 2 Jahren, wenn man eben alles erfüllt hat, was verlangt wird. Die ist dann wirklich auch dauerhaft gültig, also die läuft nie mehr ab. Aber sie muss alle 10 Jahre erneuert werden. Das ist eben auch ein Thema, wobei dann die Fristen eben nicht jetzt wie jetzt bei der temporären, muss man sich ja wirklich an diese Zeiten auch halten, in denen man die Beantragung der dauerhaften machen kann, die gibt es dann nicht mehr. Also wie gesagt, wenn dann die 10 Jahre rum ist und man gerade nicht kann oder was auch immer, ist es auch kein Problem, nach 11 Jahren die dann zu erneuern. Weil sie bleibt gültig, sie verliert ihre Gültigkeit nicht. Aber wie gesagt, die Cedula muss man ja auch nach 10 Jahren erneuern, dann macht man eben alles in einem und ja, und hat dann wieder gültige Dokumente. Wollen die Leute einen Reisepass nach der dauerhaften oder bleiben Also, die Leute in der dauerhaften drin? Früher war es nie so ein Thema, dass man eben dann auch die paraguayische Staatsbürgerschaft, weil das bedeutet es ja, einen paraguayischen Reisepass zu haben, bedeutet, man muss die paraguayische Staatsbürgerschaft beantragen. Das war früher nie so ein Thema, einfach aus dem Grund, weil Deutschland ja keine 2 Staatsbürgerschaften zugelassen hat. Ja. Also war das für viele nicht ein Thema, weil man will jetzt nicht unbedingt die deutsche abgeben, um dann nur paraguayische Staatsbürgerschaft zu haben. Deswegen haben die meisten aus früheren Zeiten eben nur die Daueraufenthaltsgenehmigung, wie ich übrigens auch. Also ich habe auch keine paraguayische Staatsbürgerschaft. Aber inzwischen ist es ja so, dass es Deutschland erlaubt. Also man kann ja jetzt 2 Staatsbürgerschaften haben und ich merke, dass jetzt immer mehr Leute eben auch danach fragen. Ich denke mal, das hat auch ein bisschen was mit der Situation in Europa zu tun oder in Deutschland und von daher wird es immer mehr ein Thema jetzt. Aber das ist ein Thema wieder, das ganz anders zu handhaben ist als jetzt die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung und Cedula, weil das ist ein Prozess, der vor Gericht gemacht werden muss und der nicht einfach ist, weil es gibt verschiedene Voraussetzungen, vor allem eine, die etwas schwierig ist für die meisten. Man muss einen Test machen, in Spanisch schriftlich mit verschiedenen Fragen. Einen Einbürgerungstest. Ja, und der ist natürlich nicht so einfach zu bestehen und wenn man den nicht besteht, geht sowieso nicht weiter, also von daher. Und der ganze Prozess ist auch recht aufwendig und dauert. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die innerhalb von 3, 4 Monaten passiert, also mindestens 1,5 Jahre dauert das Ganze. Und man kann ihn natürlich auch nur mit Hilfe von entsprechenden Anwälten machen, weil es ein Gerichtsverfahren ist in dem Sinne. Und von daher kostet es natürlich auch wesentlich mehr als jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung. Klar. Aber erlaubt Paraguay 2 Staatsbürgerschaften? Nein, Paraguay erlaubt keine 2 Staatsbürgerschaften, kontrolliert es aber auch nicht. Ja, Von daher, ja, Deutschland und Paraguay haben ja kein Abkommen miteinander, also werden die auch nicht informiert, weder der eine noch vom anderen noch umgekehrt. Und von daher, wenn man also dann seinen deutschen Pass nicht abgeben will, muss man halt es einfach nicht sagen. Okay. Ich habe gehört, dass jetzt Ämter zusammengeführt werden und die Prozesse beschleunigt werden sollen. Stimmt es nicht? Nein. Im Internet geistern nämlich Aussagen umher von wegen, Ämter werden zusammengeführt und deswegen hat jetzt der Cedula-Prozess länger gedauert und dann soll alles schneller laufen. Also sowas höre ich immer wieder. Das ist wieder so eine
wie soll ich sagen, Urban Legend, die irgendwo entstanden ist und dann einfach ins Internet weitergetragen wird. Nein, es gibt keine Ämter, die zusammengeführt werden, zumindest momentan. Also ich muss ja immer sagen, Stand heute, weil hier weiß man nie, es kann sich schnell auch irgendwas ändern. Stand heute ist so, nein, es gibt dazu nichts. Es gab lediglich, das stimmt, bei der Erstellung der Cedulas gab es einen neuen Zwischenschritt sozusagen. Es wurde eine neue Behörde oder wie man das nennen will, da ins Leben gerufen, die heißt Informatica. Die ist dafür zuständig, bevor Cedulas ausgestellt werden, den Antragsteller im Ursprungsland zu überprüfen, ob wirklich auch nichts da jetzt in der Zwischenzeit gegen ihn vorliegt. Und das hat den Prozess etwas verlangsamt, weil es natürlich auch immer am Anfang Schwierigkeiten gibt, das ins Funktionieren zu bringen. Aber inzwischen hat sich das eingespielt und läuft jetzt wieder ohne Probleme. Das sind immer so Dinge, die passieren. Wenn neue Sachen eingeführt werden, dann hapert das am Anfang immer ein bisschen, bis das alles so zusammenläuft. Aber das ist immer das Gleiche, das ist nichts Neues hier. Das dauert immer ein bisschen, bis es dann eingespielt ist. Das ist eben ein neues Gesetz, was beschlossen wurde, aber jetzt nicht von heute auf morgen. Diese Gesetzesänderung waren 10 Jahre im Kongress, bis sie dann abgesegnet wurde. Also man wusste schon lange, dass da so ein Entwurf vorliegt, aber er ist nie abgestimmt worden. Es hat also fast 10 Jahre gedauert, bis es soweit war. Deswegen, solche Gesetzesänderungen kommen nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse, die dauern. Also daher. Man könnte wahrscheinlich auch sehen, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich passiert. Weil im Moment nichts, weil eben nicht im Kongress und eine Gesetzesänderung muss immer vom Kongress abgesegnet werden. Das ist nicht, dass jetzt der Direktor der Einwanderungsbehörde das beschließen kann, sondern das ist ein Prozess, der noch seine Zeit braucht und von daher nicht von heute auf morgen da irgendwas geändert werden kann, einfach so mal. Okay. Es gibt Resolutionen, das ist wieder was anderes, das kann ein Direktor innerhalb der Behörde beschließen, bestimmte Abläufe zu ändern, neue Dokumente zu fordern. Das fällt in seinen Bereich, aber eben nicht Gesetzesänderungen. Okay. Was ich auch mitbekommen habe, ist, dass die Leute aus allen Wolken fallen, weil jetzt kontrolliert wird, ob man wirklich mindestens einen Tag im Jahr im Land war. Also aus allen Wolken fallen kann man jetzt auch nicht sagen, weil seit eben dieses neue Gesetz 2022 eingeführt wurde, gibt es auch innerhalb dieses Gesetzes ein Gesetz, was besagt, dass, wenn man die temporäre Aufenthaltsgenehmigung hat, man sich nicht länger als 365 Tage außerhalb Paraguays aufhalten darf. Weil man dann eben das Recht verliert, die Daueraufenthaltsgenehmigung direkt zu beantragen. Man muss dann, wenn man eben nicht diese Zeit eingehalten hat, kann man nur eine Verlängerung der temporären machen, aber nicht die dauerhafte beantragen. Und dieses Gesetz gibt es seit 2022, also es ist nicht neu, nur es wurde nie kontrolliert. Und jetzt haben sie eben seit 9.3. diesen Jahres beschlossen, es zu kontrollieren und dies auch rückwirkend. Das ist natürlich immer schlecht. Das ist natürlich schlecht, ja. Das ist aber auch wieder typisch, das passiert hier. Das ist gang und gäbe, dass immer solche Sachen dann rückwirkend auch greifen. Und das heißt halt leider, dass alle Leute, die jetzt nicht da waren, weil sie davon ausgegangen sind, es ist nicht notwendig, jetzt leider das Pech haben, nicht die dauerhafte beantragen zu können, sondern eben nur eine Verlängerung der temporären. Und dann eben alle Auflagen zu erfüllen und dann danach die dauerhafte beantragen zu können. Das wird wohl einige erwischen, weil leider. Letztes Jahr, als wir kamen, hat man zu uns noch gesagt, ach, das ist gar kein Problem, die kontrollieren das sowieso nicht. War ja auch so. Ist einfach egal, nach 2 Jahren machst du deine dauerhafte. War die ganze Zeit so. Ich habe ganz viele Kunden, die nicht da waren und eben ihre Daueraufenthaltsgenehmigung beantragt haben und sie auch jetzt haben, weil es eben nicht geprüft wurde. Aber seit 9.3. wird es eben. Und das sind eben Dinge, mit denen man hier leben muss. Leider. Es macht meine Arbeit auch nicht leichter. Ja, weil, natürlich wie gesagt, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und sagen, nee, aber pass auf, weil das wird dann, irgendwann wird es dann doch geprüft, also guck da mal drauf. Ich habe gestern nochmal in ein Video reingeschaut, wo ein anderer Einwanderungshelfer gemeint hat,
dass bei dieser neuen Änderung jede Seite des Reisepasses angeschaut wird, in welchem Land ich war und ich dann von diesem Land ein Führungszeugnis nachweisen muss. Das wäre ja nur für die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung. Genau. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein. Okay, das habe ich nämlich gehört, das wurde so selbstsicher verkauft, dass man dafür dann einen Anwalt braucht, der dann wiederum... Ja, das ist immer, und so wenn weiter so und so erzählt wird, oh, man braucht unbedingt einen Anwalt. Das ist viel eben auch, weil Anwälte verlangen natürlich ein entsprechendes Honorar, was das Ganze immer etwas teurer macht. Ja. Das ist eben viel, um bestimmte Preise auch zu rechtfertigen, würde ich jetzt mal sagen. Also man braucht keinen Anwalt, um diese Behördengänge zu machen. Also das kann ich jetzt mal zu 100% sagen. Okay, gut zu wissen. Und du vertrittst nicht nur Deutsche und Nein, Österreicher, natürlich also nicht. nur die Nee, Dachregion. nicht nur deutschsprachige, sondern dadurch, dass ich eben verschiedene Sprachen spreche, eben Englisch, Spanisch, Deutsch, ein bisschen Französisch, kann ich eigentlich weltweit das anbieten, weil selbst jetzt, sagen wir mal, wenn Leute aus Russland kommen, die meisten sprechen Englisch, also von daher ist da immer eine Kommunikation möglich und das gilt ja eigentlich für die meisten Leute auf der Welt, also die meisten sprechen Englisch, das ist kein Problem. Okay. Die Dokumente sind mehr oder weniger auch überall die gleichen. Kommen eben nur aus anderen Ländern, wo andere Stellen zuständig sind, aber ansonsten ist es der gleiche Prozess. Okay, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die Anforderungen von allen Ländern eigentlich gleich sind. Nee. Außer es gibt ein paar Länder, die brauchen ein Visum, für die Leute, um hier einreisen zu können. Und das wäre der einzige Unterschied bei manchen Ländern oder so. Aber ansonsten ist der Ablauf der gleiche. Und was kann man bei dir sonst noch so außer die Aufenthaltserlaubnis und die Ja, was ich eben auch ansonsten noch an Service anbiete, ist zum Beispiel Umzugscontainer. Also wenn jemand einen Container mitbringen möchte nach Paraguay, kann ich da auch behilflich sein. Also ich mache dann die Entzollung und all die Themen, die dazugehören. Dann Thema Bankkonto, also da bin ich auch behilflich, je nachdem, was man braucht, weil es gibt ja verschiedene Arten von Bankkonten. Genau, es gibt ja Kooperativen. Ja, es gibt und auch so Basic-Konten und Vollkonten, so nenne ich die jetzt mal. Und wenn jemand eine Steuernummer haben möchte, kann ich auch behilflich sein. Und Führerschein, also im Prinzip all die Dinge, die man so am Anfang braucht, um hier ja auf die Beine zu kommen und loszulegen sozusagen. Okay, wunderbar. Bettina, vielen Dank für das Interview, für die vielen Informationen. Wenn ihr mehr herausfinden wollt, wenn ihr eure Aufenthaltserlaubnis und eure Cedula hier machen möchtet bei der Bettina, dann schreibt uns eine E-Mail. Wir haben die E-Mail verlinkt in der Infobeschreibung. Bis zum nächsten Video.